Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch, wie man an der Pfaff Quilt Expression 720 im Stitch Creator eine Schrift verdreifachen kann. An der Pfaff Quilt Expression 710 funktioniert das Ganze leider nicht, weil diese Maschine keinen Stitch Creator hat. Ich weiß aber, es gibt noch andere Pfaff-Maschinen mit einem Stitch Creator, da sollte das Handling eigentlich gleich oder zumindest sehr ähnlich sein. In der Infobox findest du viele verlinkte Artikel, die ich immer beim Nähen verwende, und dort findest du auch den Link zu unserer Facebook-Gruppe. Wenn wir uns den Stitch Creator hier unten rechts mal anschauen, einen Moment, ich zoome das Ganze mal etwas ran. Hier im Stitch Creator sehen wir, dass es hier oben den Punkt gibt, bei dem steht 3-mal. Das heißt, der Stich wird 3-mal ausgeführt aufeinander und die Linien werden dadurch etwas erhabener. Wenn wir jetzt dann eine Schrift einfügen wollten, sehen wir, wenn wir da drauf tippen, dass das leider nicht möglich ist. Dazu müssen wir erstmal eine Schrift in den Favoriten anlegen. Das machen wir folgendermaßen. Das hier ist unser normales Display, wenn wir nähen wollten. Hier der zweite Punkt unten rechts ist die Musterfolge. Wie man sieht, habe ich hier schon mal meinen Namen als Kurzversion angelegt in der Schriftart Comic. Ich zeige euch das eben. Und zwar, wenn ihr hier was einfügen wollt, tippt ihr einfach aufs Menü und könnt dann hier auswählen, entweder einen Stich oder die Schrift. Wichtig zu wissen ist, dass das Verdreifachen nur beim Comic-Alphabet funktioniert und vorzugsweise nur mit großen Buchstaben. Bei den kleinen Buchstaben ist wichtig zu wissen, dass Buchstaben, die mit einer Linie nach unten gehen, wie zum Beispiel P oder Q oder Y, dass das nicht funktioniert. Ich würde daher vorzugsweise immer große Buchstaben holen. Wer jetzt zum Beispiel auf einem Hundehalsband noch eine Telefonnummer mit auswählen möchte, kann dies natürlich entsprechend machen. Ich mache jetzt hier der Einfachheit halber nur mal meinen Namen als Kurzversion. Wenn wir also unsere Stichfolge fertig haben, tippen wir auf OK. Auch hier wieder auf OK und sehen, dass das jetzt im normalen Nähmodus geladen wurde. Nun müssen wir uns das Ganze anlegen in den Favoriten, klicken dazu das Herzchen an und ich hatte das vorhin schon mal hier abgespeichert. Wir tippen also einfach einen Platz an im persönlichen Menü, bestätigen das mit OK, gehen dann wieder hier unten rechts auf unseren Stitch Creator, wählen dann aus unserem persönlichen Menü etwas aus und zwar gehen wir hier auf die Stichübersicht, auf Menüpunkt Nummer 10, persönliches Menü Nummer 1, sehen hier auf Platz 1 ist die Schrift, die ich angelegt hatte und dann wird sie im Stitch Creator geöffnet. Und jetzt sehen wir, dass dieser Punkt hier etwas heller leuchtet und das heißt, wir können den antippen. Wenn wir das machen, ist das mit grün hinterlegt und wir sehen, dass sich hier die Stiche verdickt haben. Wir bestätigen das Ganze mit OK, sehen jetzt, dass sich hier im Nähmodus auch die Stiche verdickt haben, können uns auch das wieder ablegen als Favorit, genauso wie vorhin, wählen einfach einen Menüplatz aus und haben das dann abgespeichert. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwas nähen möchte, wo immer wieder mein Name draufstehen soll, kann ich das jedes Mal dann hier im persönlichen Menü abrufen. Und jetzt könnten wir quasi loslegen und den Namen nähen und haben das quasi verdreifacht. Und wie gesagt, es funktioniert leider nur mit der Comic Sans Schrift, aber ansonsten funktioniert das wunderbar. Man muss nur dran denken, den Stich vorher als Favorit abzulegen. Viel Spaß beim Ausprobieren!